Wie ich angefangen habe vor über 25 Jahren, da kannte ich Schwarzwald eigentlich mehr oder weniger nur vom Lehrfilm. Und dann hat mich hier einer das erste Mal auf Schwarzwald geführt. Kommen die Schweine nicht zu dir, musst du zu den Schweinen gehen. So hat er es damals zu mir gesagt. Vorbereitung ist alles. Da denke ich dann immer wieder dran, okay, was musst du am Tag machen? Und da gibt es verschiedene Sachen. Ich muss versuchen, mein Schwarzwild von den Schadflächen irgendwie fernzuhalten. Und dazu lege ich dann verschiedene Ablenkungen an. Das könnte in Form einer Kehrung sein, wo ich dann gezielt das Schwarzwild versuche, an diesen Punkten zu binden. Und ich weiß, an diesen Punkten, die ich vorbereitet habe, da kann ich das Schwarzwild dann immer wieder antreffen. Außer es kommt eine Störung dazwischen. Dann heißt es eben für mich wieder, am nächsten Tag gucken, wo waren sie, wo kann ich sie heute Abend vielleicht antreffen. Und dann kommt der Teil, wo ich sage, okay, hast du dich gut vorbereitet? Bist du fähig, jetzt in dieser Situation das Schwarzwild anzugehen? Waffe, Munition und die richtige Kleidung dann sich dann noch zu wählen. Und hast du dann alle diese Vorbereitungen getroffen, dann weißt du, jetzt geht's raus, Schwarzwildpirsch. Das ist oft dann auch ausschlaggebend. Wie setze ich meinen Fuß auf? Habe ich weiches Material, dann setze ich die Fußspitze als erstes auf. Und dann plötzlich entdeckt man irgend so einen schwarzen Punkt. Man nimmt das Fernglas. Ich muss versuchen, meine Silhouette so klein wie möglich zu halten. Beobachtungshalte oder dann sogenannte Sperrhalte dann machen. Dabei sollte man auch immer wieder darauf achten, dass man kurzfristig eben verharren muss, auch in dieser unbequemen Position. Und dann ist die Phase erreicht, wer zuerst sich bewegt hat, verloren. Ein einziger Fehltritt, eine einzige falsche Bewegung zum falschen Zeitpunkt und dein ganzer Weg, den du zurückgelegt hast, ist alles weg. Das ist alles zunichte gemacht mit einem einzigen Fehltritt. Das nächste Mal macht man es besser. Und das ist die Faszination an der Pirschjagd. Irgendwann bist du dann dran, an der Nähe. Du weißt, du bist auf Schussposition ran. Den richtigen Anschlag dort wählen. Hast dein Hintergelände, hast deinen Kugelfang. Und dann geht der Pulsschlag. Da merkt man plötzlich das Adrenalin, das Fieber. Notfalls dann nochmal absitzen, weil es wirklich dann der Puls über den Hals bis hoch kommt. Und dann kommt endlich die Phase, wo man dann den Schuss bricht. Unterschied, ob ich 10 oder 20 Kilo beim Rehwild habe oder eben, wie gesagt, beim Schwarzwild oft bis zu 100 Kilo und mehr habe. Da ist man dann froh, wenn man irgendwelche Hilfen, Bergehilfen hat oder sogar ein Bergefahrzeug hat. Es ist nicht die Trophäe beim Schwarzwild. Mehr ist dann das Erlebnis. In unterschiedlichsten Gelände, unter unterschiedlichsten Wettervoraussetzungen, unterschiedlichsten Jahreszeiten, unterschiedlichsten Zugweiten vom Schwarzwild. Das ist das, was mich immer fasziniert. Und das macht Spaß.